Wir haben hier die größte Klotzsammlung, die es überhaupt gibt. Das waren die ersten Werke, die er gemacht hat im Basel-Jahr. Na, hallo, an diesem sehr kalten Herbsttag bin ich an einem sehr unscheinbaren Ort, und zwar in Nuglar. Nuglar, das ist ein kleines Dorf, etwa eine halbe Stunde, 40 Minuten außerhalb von Basel, auf der Höhe gelegen. Der Gempenberg ist hier ganz in der Nähe. Und hier in Nuglar besuche ich eine Mikrobrauerei. Hier gibt es also eine kleine Brauerei, eine Mikrobrauerei, die ich noch nicht kenne. Und gleichzeitig gibt es hier eine Kunstausstellung. Denn der Vater von diesem Martin Klotz, den ich hoffe gleich interviewen zu können, der war ein recht bekannter Maler, Kunstmaler in Basel. Und hier an diesem Ort haben sie jetzt auch eine Ausstellung von einigen seiner Bilder. Und dieser Ort hier ist eben ein Restaurant, was manchmal geöffnet ist, eine Mikrobrauerei, die ich hoffe zeigen zu können, und eben auch die Bilder. Und diese Kombination, die werdet ihr jetzt hier in diesem Film sehen. Wenn euch der Film gefällt, dann drückt doch bitte den Like-Knopf, das ist immer gut. Ihr könnt auch gerne unten kommentieren, was ich hätte anders machen können, anders machen sollen oder was anderes fragen. Das würde mich auch freuen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren. Und jetzt werde ich mal schauen, wie es hier innen drin aussieht. Ja, hallo, ich bin hier mit Martin Klotz und einem Hund. Wie heißt der? Die Malu, Die Malu. Wie alt? 4 Jahre. Ich weiß jetzt nicht, ob man den hier sieht, aber es ist ein schöner Hund. Ja, vielen Dank, dass ich hier hinkommen kann und ein kleines Interview machen kann. Kommst du hier aus Nuglar? Nein, ich komme aus Basel. Ja. Bin in Basel aufgewachsen und habe da irgendwann mal ein Inserat gesehen, alte Schnapsbrennerei zu verkaufen. In 4412 in Nuglar. Das ist das hier, wo wir jetzt sind. Das war mal eine Schnapsbrennerei. Das war mal eine Schnapsbrennerei und die stand 20 Jahre leer. Mhm. Also ich habe quasi eine Ruine gekauft und in den letzten 20 Jahren daraus ein kleines Schloss gebaut. Auch wenn man hier reinkommt, das ist wirklich eine Überraschung. Wenn man draußen ist, ein kleines Dorf, und dann kommt man hier hin und es ist sehr großstädtisch. Ja. Wir haben die Idee, einen Teil zu erhalten, möglichst viel zu erhalten. Mhm. Alles, was man heute hier sieht, ist neu, kann man sagen. Ja. Das stand 20 Jahre, das war eine Ruine. Aber sehr viel Eigenarbeit, sehr viel investiert, sehr viel selbst gemacht und versucht eigentlich das Ambiente, das leicht industrielle, die Geschichte des Hauses quasi wie ein bisschen weiter zu leben. Ja, das ist toll. Also ich weiß, dass in diesem Gebäude hier es sowohl eine kleine Brauerei gibt, du machst hier auch Bier, und jetzt wohl auch sehr viel Kunst im Moment, weil dein Vater, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Maler war. Ja, heute geht es eigentlich vor allem um Kunst. Das ist das große Thema dieses Jahres vor allem, weil mit meinen beiden Schwestern habe ich die Nachlassgruppe des Künstlers Lenz Klotz. Mhm. Er ist einer der ersten Schweizer voll abstrakten Künstler. Er ist 1925 in Chur geboren, kam dann in den 50er Jahren auf Basel und hat da eigentlich kunsthistorisch Geschichte geschrieben. Er ist in allen Museen in der Schweiz präsent und mit meinen Schwestern haben wir beschlossen, das 100-jährige Jubiläum mit 12 Ausstellungen zu zelebrieren, Ausstellungen in der ganzen Schweiz bis Korea. Und hier im Haus haben wir natürlich den besten Zugang zum ganzen Werk, weil wir haben hier die größte Klotzsammlung, die es überhaupt gibt, wahrscheinlich. Das ist ja gut. Also ich schlage vor, dass wir vielleicht uns einige Bilder anschauen und du ein bisschen erklärst, oder Ja, was es hier zu sehen ist, und dann auch ein wenig danach vielleicht diese Brauerei ein wenig uns anschauen. Kannst du vielleicht auch erklären? Ja. Das wäre toll. Mache ich gerne. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Also, es geht weiter. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt in den Fasskeller, in den früheren Fasskeller der Brennerei.
Und dort findet jetzt die große Jubiläumsausstellung von Lenz Klotz statt, oder dort beginnt die Ausstellung. Ah, die Bilder, die wir gerade gesehen haben hier oben, das ist Das nur ein Spätwerk. Teil, das kommt Ja. spät. Ah, gut. Wow, das ist ja groß hier. Also auf der rechten Seite hier hinter dem Vorhängen oder der Wand ist unser Kunstlager mit seinen Bildern. Wir haben etwa noch 350 Bilder im Ganzen. 350 gibt es noch. Und er hat mehrere tausend hat er gemacht. Der Rest ist verkauft oder in Museen oder in Sammlungen und so vertreten. Ah. Also wenn jemand interessiert ist, kann jemand hierher kommen und das anschauen, Sachen noch kaufen, oder ist das nur Es ist eine Verkaufsausstellung. Wir verkaufen nicht alles. Wir haben da ganz Frühwerke, haben wir die wir nicht so gerne verkaufen. Aber es ist unser Ziel ist, dass die Leute Freude haben an den Bildern. Unser Ziel ist auch, den Weg der Abstraktion, den irgendwie zu vermitteln. Wie gesagt, es handelt sich um eine biografische Jubiläumsausstellung, und zu diesem Zweck haben wir eigentlich seine ersten Kinderbilder herausgenommen, weil die schon sehr viel aussagen über den jungen Klotz, oder? Er kommt aus bäuerlichen Verhältnissen, aufgewachsen in Chur, hat dann mit 10 Jahren seine Nasenbein gebrochen. Und da wurde er getröstet mit einem Malkasten, und dann hat er als 10-Jähriger begonnen, sogenannte Silva-Katalog-Bücher zu kopieren. Er ging auch in das Kunstmuseum Chur und hat Bilder von Segantini, wahrscheinlich Postkarten, mitgenommen und diese kopiert. Wenn man Bilder sieht man eigentlich eine Perfektion, einen Anspruch auch an Kunst, den man eigentlich von einem 10-Jährigen im Normalfall so nicht gerade erwartet. Diese Sachen, die hat er als 10-Jähriger gemalt. Ja. Das ist in der Tat erstaunlich. Und wie kam dann die Verbindung nach Basel, wenn er auf dem Lande aufgewachsen ist? Sein Zeichenlehrer in Chur hat das Talent dieses jungen Knaben gesehen, hat ihn gefördert, auch verschiedene Arbeiten mit ihm zusammen gemacht, Scherenschnitte, Linolschnitte, Drucksachen, und hat gesagt, wenn du mal groß bist und wirklich Künstler werden willst, hier in Chur hast du keine Chance, da musst du auf Basel, weil Basel war in der Zeit der Hotspot der Kunst. In der Basler Gewerbeschule, die war weltbekannt, kann man sagen, für die Grafik, ganze Grafikbereich, da wurden Schriften entworfen, Hoffmann-Grafik, Ciba-Geigy-Grafik, weltbekannt, immer noch übrigens. Und gleichzeitig gab es in Basel eine Künstlergruppe, die Gruppe 33, die waren die ersten abstrakten Maler der Schweiz. Also das waren die ersten Werke, die er hier gemacht hat in Basel. Das waren die ersten Werke, die er gemacht hat in Basel, ja. Er kam auf Basel und hat im Stil dieser 33er-Gruppe die ersten figurativ abstrakten Bilder gemacht, hat aber schnell gemerkt, dass eigentlich dieses Feld besetzt ist von anderen Künstlern, eigentlich Max Kempf und eine ganze Generation von Künstlern, die etwa 5 oder 10 oder 15 Jahre älter war wie er. Und er hat sich entschlossen, einen mutigen Schritt zu machen Richtung totaler Abstraktion. Interessant. Das können wir jetzt mal sehen. Ja. Und das war in den 60er Jahren? Das hat in den 50er Jahren hat er diesen Schritt gemacht. Und man muss sich bewusst sein, das war ein sehr mutiger Schritt, weil die Gesellschaft, die hatte schon Mühe mit der figurativen Abstraktion. Wir erinnern uns, den alten Picasso fanden alle schön, aber als Picasso angefangen hat, seine Gesichter zu verzerren und so, abstrakt zu malen, das hat die Gesellschaft eigentlich nicht ganz verstanden und hat da sehr Mühe damit gezeigt. Und erst recht eigentlich, wenn ein Künstler dann am Schluss solche Bilder macht, wo man gar nichts mehr drin sieht, das wurde eigentlich in dieser Zeit quasi wie als eine Frechheit oder als eine Verarschung. Was, das soll Kunst sein? Das kann ich doch auch. Er stieß in dieser Zeit auf sehr, sehr großes Unverständnis. Aber er wurde in den Zeitungen verrissen wie kein anderer. Aber es gab doch schon Abnehmer damals, oder sind das alles Sachen, die er zwar gemalt hat, aber die dann
in diesem Stil doch nicht so viel gekauft wurden. Die Pro Helvetia hat mit dieser jungen Künstlergruppe, die da um ihn herum entstanden ist, eine Weltausstellung gemacht von junger Schweizer Kunst, weil diesen Schritt haben wenige Künstler in dieser Zeit gewagt. Die haben zwar in Tokio und überall ausgestellt, aber es wurde kein einziges Bild verkauft. Also durch diese Ausstellung, die war dann in anderen Ländern von der Pro Helvetia. Die hat eine Tournee gemacht, ja. Die haben zwar nichts verkauft, aber sie haben mit dem eigentlich eine Aufmerksamkeit von Kunsthistorikern, von Galeristen auf sich gezogen, sodass als Klotz zurück nach Basel kam, eigentlich die besten Galeristen wie Ernst Beyeler von der Beyeler Art Foundation wurde sein Galerist. Die Trudel Bruckner, die Gründerin der Art Basel, wurde seine Galeristin. Er kam in die Museumskommission. Er hat eine Welle vorgelegt, die ihn eigentlich ein Leben lang getragen hat. So wurde er bekannt. Aha, interessant. Und er muss aber dann sehr viel produziert haben, denn das sind ja alles hier, sagen wir mal, noch nicht verkaufte Werke und der ganze Rest ist eben verkauft oder in Museen. Ja. Interessant. Und dann geht es hier weiter. Das ist in den 70er Jahren gab es einen Bruch eigentlich. Da sieht man auf einmal etwas wieder. Also das ist die Werkgruppe Perspektiven. Und wir sehen in diesen Bildern natürlich, dass da auf einmal etwas ersichtlich ist oder dass man da irgendwie etwas assoziativ drin sehen kann. Man kann Räume erahnen oder man kann Landschaften erahnen oder man kann, es ist wie ein Flug über gewisse Sachen. Eigentlich entspricht es nicht seiner Mentalität. Er wollte wirklich, was heißt Abstraktion eigentlich genau? Warum dieser Bruch, dieser Wechsel? Es geht darum, nicht nur einfach selber etwas Neues zu finden, sondern die Idee war, eine neue Schule des Sehens zu machen. Weil wir schauen ein Bild immer assoziativ an. Wir versuchen in jedem Bild etwas zu sehen, etwas zu erkennen. Wir suchen auch in jeder Abstraktion irgendwo ein Herzlein oder irgendwas, einen Ich-Bezug, sagen wir dem. Wenn man den nicht hat, ist das Gehirn quasi wie überfordert. Und das war der Grund dieser Generation, dieser jungen Generation. Die wollten eigentlich eine neue Sehschule, dass man den Betrachter nicht anleitet, wie man ein Bild anschauen muss, sondern einfach die Wirkung einer Komposition und schauen, wie wirkt das. Wie wirkt das auf einen selbst? Dass man nicht mehr assoziativ etwas anschauen muss. Jetzt hier in dieser Ecke sehe ich ja fast Skulpturen oder räumliche Sachen. In welcher Phase sind wir jetzt hier? Wir sind in den 70er Jahren und zwar in der Werkgruppe Seekarten und zwar SEH-Karten. Er war inspiriert durch die polynesischen Seekarten, die er als Mitarbeiter des Völkerkundemuseums, damals hieß es so, heute heißt es Museum der Kulturen, dort ist er auf die polynesischen Seekarten gestoßen. Ein Kartensystem, das ihn fasziniert hat, nicht nur ihn, sondern eigentlich, das ist ein UNESCO-Weltkulturerbe mittlerweile und hat bei ihm etwas ausgelöst, dass er eigentlich für mich die spannendste Werkgruppe, er hat sämtliche Techniken mal ausprobiert, kann man sagen. Von Holz, Gips, über Bronzesachen, über mit Pergament aufgezogene Sachen mit. Das ist auf Pergament aufgezogen. Pergament, das ist Pergament. Aber diese Linien, das waren... Linie ist Holz. Hinten ist Holz. Nein, aber sag mal, die Idee ursprünglich der Karten war, dass die anhand sagten, so in diese Richtung dieser Insel und dann zu dem Stern und dann... Und hat das Völkerkundemuseum das irgendwie aufgenommen, diese Idee? Das hat großen Anklang gefunden, ja. Wir haben auch hier eine große Seekartenausstellung gemacht. Mit der Ozeanik-Expertin hat das Ganze eröffnet. Das Museum der Kulturen hat das nicht sehr beobachtet, was da ein regionaler Künstler
aus ihrem Fundus quasi macht. Für mich als Nachlassverwalter eigentlich die spannendste Werkgruppe, weil hier wurde richtig verschiedenste Techniken, ob jetzt Radierung, Lithografie, Druck, Applikation, Mischtechniken, Guss, Konstruktion, sämtliche Sachen wurden eigentlich hin erprobt, auf die Linie quasi ausgerichtet. Ja, hier im Detail, das ist sehr interessant, hier sogar mit Seil. Das ist eben das Spezielle dieser Seekarten. Das ist wirklich spannend. Wie lange wird es diese Ausstellung denn hier noch geben? Wir werden es bis Ende Jahr. Bis Ende Jahr 2025. Aha. Ja. Und danach kommen Sie dann Kommt aufs wieder Lager? anders, kommt wieder ein bisschen etwas, geht das ins Lager rein. Wir wissen es noch nicht genau. Oder Ausstellungen anderswo? Andere Ausstellungen. Ah, interessant. Das hier sieht dann aber jetzt nicht Die nach nächste einer Werkgruppe Seekarte ist dann aus. völlig anders aus. Das ist keine Seekarte mehr, das ist eigentlich ein Rapport oder eine Komposition. Also man sieht, er hat sich da sehr beschäftigt immer noch mit der Linie. Das ist sein Hauptthema, die Linie. Mhm. Lange Zeit hat er gesagt, er will die Linie befreien, die befreite Linie. Ich selber habe eigentlich lange nicht verstanden, was er genau meint mit der Befreiung der Linie. Klar ist mir erst geworden, dass die Linie eigentlich dazu dient, einen Gegenstand, einen Körper quasi, die Umrisse zu zeigen und damit einen quasi Körper darzustellen. Die befreite Linie aber zeigt keinen Körper mehr, ist abstrakt, die spricht eigentlich für sich selbst und mit ihrer Dynamik oder Kraft oder Harmonie oder mit ihrem Gegensatz erzeugt sie eigentlich eine Spannung im Bild oder einen Effekt. Aber jetzt hier oben, das sieht ja wieder jetzt total anders aus. Das ist die Werkgruppe der 80er Jahre, die wilden 80er, sagen wir mit dem. Ja. Das war die Zeit, wo er wirklich sehr bekannt schon war. Ich muss sagen, durch die Seekartenbilder ist er sehr bekannt geworden. Und in den 80er Jahren wurde er so bekannt, dass er eigentlich voll und gut davon leben konnte. Das heißt eigentlich unsere Familien ernähren konnte. Es war die Zeit, wo eigentlich in jeder Bank, jede Versicherung einen Klotz im Empfangsraum hatte. Aha. Es war die Zeit, wo sich eigentlich jede Firma entscheiden musste, hänge ich alte Stiche auf von der Rheinbrücke oder von weiß nicht was oder von der Fasnacht oder zeige ich mich modern. Und Klotz war so ein typischer moderner, regionaler Moderner, der da eigentlich bien connu war, überall gern gesehen und sehr gute Preise erzielt hat auf dem Markt, mit den besten Galeristen natürlich vertreten. Dann haben diese Werke, die hier sind, haben die auch einen Preis? Du hattest eben gemeint, das ist eine Verkaufsausstellung. Das ist einerseits eine Verkaufsausstellung, eine Jubiläums- wie auch eine Verkaufsausstellung. Wir haben ein großes Lager, wie gesagt. Wir haben Freude, wenn sich gerade neue Generationen auch für ein schönes Bild interessieren. Das bringt uns mehr, als wie es im Lager quasi verstaubt. Mhm. Wir sind keine Galerie, von dem her haben wir eigentlich unsere Preise ziemlich gesenkt. Wir befinden uns auch im sogenannten sekundären Markt. Das heißt, im Moment viele Firmen, patriarchische geführte Firmen, verscherbeln ihre Kunstsammlung, die ihr Mäzen und Chef mal aufgebaut hat. Und auch in den Familien werden Klötze vererbt quasi. Und die junge Generation kommt zu uns und fragt, was ist das noch wert? Wie seid ihr interessiert, das zu kaufen? Oder wo kann ich das zu Geld machen? Ach, das ist auch noch ein interessanter Aspekt. Aber mich interessiert zum Beispiel dieses relativ große Bild da mit den Linien. Das da, ja. Das da, ja. Was kostet sowas heutzutage? Die Werkgruppe Pfeile und Stäbe heißt Großer Damast und kostet 7.800. 7.800, ah. Das sind ja noch
Das sind sehr moderate Preise. Im Vergleich zu Art Basel Preisen ist das ja noch anständig. Eigentlich entspricht das der Hälfte des Galeristenpreises. Der Hälfte des Ah ja, stimmt, ja, weil das ja keine Galerie ist. Genau. Weil wir keine Galerie sind und eigentlich den Künstler ja auch nicht die Hälfte abtreten müssen, haben wir die Preise quasi halbiert. Also grob gesehen, also hier wäre das um die 8.000, in einer Galerie würde das 16.000 kosten. Ah, gut. Und mehr. So, hier oben geht es weiter. Was mir hier auffällt, ich sehe gerade da hinten den Teil der Brauerei, das schauen wir uns ja gleich noch mal etwas näher an. Aber dieser große Tisch hier, wofür wird der benutzt? Ja, wir arbeiten hier viel mit Gruppen, Wandergruppen, aber auch eben jetzt dieses Jahr sehr viel mit Kunstessen, Künstleressen oder Bierfondue essen oder ich bin Spezialist auf Wildschwein aus der Region. Ah, das sind dann Gruppen, Gruppenevents, ja. Gruppenevents und die werden dann hier bekocht und das ist. Wir sind sogenannte Erlebnisgastronomie. Erlebnisgastronomie, ja, nennt sich, oder Eventgastronomie auf Englisch. Und wir haben das seit 20 Jahren, machen wir jetzt das schon bald. Ist das Restaurant hier jeden Tag geöffnet? Oder? Das Restaurant ist vom Mittwoch bis am Sonntag geöffnet, aber Mittwoch, Donnerstag, Freitag erst ab 16 Uhr, Samstag, Sonntag ab halb 12 Uhr. Hälfte ist Laufkundschaft, auch Leute aus dem Dorf natürlich kommen da ihr Bier, selbstgebrautes Bier trinken. Wir haben das Konzept Kunst an der Wand quasi, das habt ihr jetzt ein bisschen gesehen. Kunst im Glas, das werden wir nachher noch genauer anschauen, und Kunst auf dem Teller, da müssen Sie schon direkt selber vorbeikommen. Ja, gut, und diese Bilder hier oben ist aber auch alles noch Lenz Klotz, ja? Ja, das ist sogenannt, auf der rechten Seite hier sehen wir das Spätwerk. Ein sehr spannendes Spätwerk hat er gemacht. Bis zu 2004 hat er gemalt und er hat 2005 aus konzeptionellen Gründen, muss ich sagen, und das machen sehr wenige Künstler, haben gesagt, jetzt ist mein Werk vollbracht, ich habe meine Sache gemacht, und hat mit seinem letzten Bild, ein Hinterglasbild, hat er eigentlich das Thema, die befreite Linie hinter Glas, hat er eigentlich sein Lebenswerk vollendet. Das ist sein letztes Bild. Ja. Hinter Glas ist wieder eine andere Technik. Hat er das sonst auch gemacht? Am Anfang gibt es ein kleines Bild an der Wand. Ich habe gesehen, ihr habt das auf dem Film drauf. War auch ein Hinterglasbild. Ah, ja. Es zeigt das Konzeptionelle eigentlich, die Lust an der Konzeption. Weil bei Hinterglasbild muss man alles anders denken eigentlich quasi. Also normalerweise macht man ein Bild, dass man den Hintergrund macht, und auf den Hintergrund baut man die Linie auf. Bei einem Hinterglasbild macht man zuerst die Linie und schüttet quasi von hinten her den Hintergrund auf. Das ist ganz anders, ja. Das war sein letztes Bild. Ja. Danach hat er nicht oder konnte er nicht ging mehr. Noch 13 Jahre, ging er noch jeden Tag ins Atelier, hat viel geordnet, hat einen sehr sauberen öffentlichen Nachlass hinterlassen. Es gibt wahrscheinlich keinen Schweizer Künstler, der besser dokumentiert ist und archiviert ist wie Lenz Klotz. Das ist toll. Und diese Bilder hier? Also wir haben vorhin das Spätwerk gesehen, das sind die 90er Jahre. Mit starken Zeichen, sehr kräftige Bilder sind das zum Teil. Ja, sehr, sehr laut. Ja, laut, kräftig, wuchtig. Viel auch mit Applikation. Applikation heißt Papier als Bricolage quasi, oder Papier aufgeklebt auf Leinwand. Appliziert, wollte ich sagen. Das gefällt mir eigentlich auch gut, dieses hier. Das ist, weil es auch einen gewissen Rhythmus drin hat, das hier. Es hat auch wieder so gewisse Formen oder architektonischen Elemente. Aber ich finde, es hat eine Richtung, es hat eine Dynamik drin. Das gefällt mir noch gut. Und hier die Jukebox, funktioniert die noch? Die funktioniert noch, ja. Ah, die ist auch spannend. Die gefällt mir.
Was gibt es denn Das ist hier? noch mit den Originalscherben drin. Ah, Mit das ist viel ja, Geknirsche und viel Geleier. das ist ja eine ganze spezielle Generation von Led Zeppelin über Queen. Ich habe die ein Leben lang mit mir herumgeschleppt. Eine Jukebox ist zum Teil ja Kunst auch im Ohr. Kunst, aber hier sehe ich Kunst im Glas. Also das hier ist, Das ist das Das ist euer Schwarzbubenbier. so wird es abgefüllt. So jetzt abgefüllt, sind Flaschen. Ich mache vier verschiedene Sorten. Kraftbier. Meine Spezialität ist die Kalthopfung. Kalthopfen. Ja. Aber wieso heißt das Schwarzbubenbier? Weil diese Region hier heißt Schwarzbubenland. Mhm. Das war mal so, dass eigentlich Stadt Basel wurde reformiert. Der katholische Bischof floh auf Solothurn, musste fliehen. Und da gab es eine Bewegung der Reformation. Immer mehr Städte wurden reformiert. Und nach den Städten kamen die Täler. Und als dann dieses Tal hier dran war, hat der Bischof von Solothurn gesagt, hey, ihr müsst agieren, die möchten euch den Kopf verdrehen, macht was. Und sie haben sich schwarz angefärbt, quasi ein konservativer schwarzer Block hat die Reformatoren vertrieben und seitdem ist eigentlich das Schwarzbubenland und St. Gallen und das Wallis sind eigentlich die Blocks, die katholischen Kraftblocks. Dieses Dorf, gut abgesehen von irgendwelchen Zugewanderten, ist eigentlich ursprünglich oder katholisch geblieben. Schwarzkatholisch, hochschwarzkatholisch. Obwohl Basel-Stadt, renommierte genau, Basel, nur gerade 20 Kilometer weg ist. Genau, ja. Aber auch Mönche waren nicht dem Alkohol abgeneigt. Also hier sind wir jetzt in einer Brauerei. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass hier auch manchmal Kurse gibt, oder dass man als Gruppe hierher kommen kann und sein eigenes Bier brauen kann. Ja, ich mache solche Brauevents mit Gruppen ab 6 Personen. Ich bin auch noch recht gut. Ich erkläre nicht nur, wie man Bier macht, sondern auch, was Bier mit uns gemacht hat. Weil Bier hat eine Riesengeschichte. Bier ist 10-mal so alt wie Wein zum Beispiel. Also das geht eigentlich, ich erkläre vom Neandertaler, machen wir eine Zeitreise bis zum Klausthal. Wenn Gruppen hierher kommen und Bier machen, kann man das Bier eigentlich, das kann man ja nicht trinken am selben Tag. Nein, sicher nicht. Nein. Ach so. Also hier wird gebraut, hier wird geschrotet, wird gebraut, wird gefiltert. Das ist die Würze dann. Und der Würze, da fermentiert das dann drin? Nein, Fermentation. Also hier wird gebraut, das ist quasi die Küche. Ne? Aha. Eigentlich entsteht hier noch gar kein Bier, hier wird die Würze gemacht. Die Würze, aha. Ja? Wenn die Würze fertig ist, das dauert das ist ein Tag, 6, 7 Stunden. Dann wird das mit dem hier runtergekühlt. Also von 100 Grad oder 90 Grad wird es auf 15 bis 20 Grad runtergekühlt. Dann wird es mit CO2 aufgeblasen, damit es möglichst große Oberfläche gibt. Und dann kommt es eigentlich in die Tanks. Erst in den Tanks kommt die Hefe rein und erst mit der Hefe reden wir von Bier. Und hier fermentiert es dann? Hier fermentiert es, hier wird es gelagert, hier wird es abgefüllt. Hier eigentlich entsteht das Schwarzbubenbier. Kann man dieses Schwarzbubenbier in irgendwelchen Läden kaufen oder muss man hier hinkommen? Nicht mehr, das will ich. Ich mache jetzt exklusiv nur noch für die Kundschaft, die hier kommt. Das ist quasi unsere Visitenkarte für die Eventgastronomie. Also entweder für die Gruppen Essen oder wenn jemand halt im Restaurant abends zum Essen kommt, dann gibt es eben auch euer Bier. Natürlich, es gibt kein anderes Bier. Und das ist die Abfüllanlage, ja? Genau, ja. Ah. Das ist spannend. Und wie lange dauert das? Wie lange bleibt diese Flüssigkeit da drin? Die bleibt eigentlich, die kann zum Teil, also die Gärung selbst läuft 10 Tage, kann man sagen. Mhm. Dann kommt eine Reifung, die auch im Tank gemacht wird. Und das geht etwa 2 Wochen, 3 Wochen. Ich lasse mir da eben mehr Zeit wie die richtige Industrie, die arbeitet da mit Enzymen viel, viel schneller. Und also dann lagere ich das geht manchmal ein halbes Jahr, kann das gekühlt im Tank lagern.
Aber kommt da Sauerstoff ran oder ist das Nein. so gefüllt, dass es dann Da keine Luft gibt's- mehr drankommt? Ja. Aha. Sobald Sauerstoff drankommt, ist ein Bier nicht mehr so haltbar. Das ist ja ein sehr natürliches Bier hier und ohne große Chemie. Wenn es einmal abgefüllt ist, wie lange bleibt es eigentlich frisch in einer Flasche? Unfiltriertes Bier sollte erstens mal immer gekühlt werden. Das ist wie frische Milch. Ja, aha. Und von der Lagerung her, je stärker ein Bier und je bitterer ein Bier ist, umso länger ist es haltbar. Ich rede von den Monaten. Ein Starkbier ist 6 Monate gut in der Flasche haltbar. Da wurde schon angeliefert für die nächste den- Koch. Ja, genau von hier. Kochst du selber oder kommen dann nach Bedarf die Köche dann hier hin? Nein, ich bin der Koch, ich bin der Brauer, ich bin der Kunstvermittler und ich bin der Koch. Ah, das ist ja toll. Und hier wird also auch die Kunst auf dem Teller kreiert. Ja, ja. Dass ich da einen Teller herrichten kann, der mich farblich von der Komposition her überzeugt. Produkte sind eigentlich alle von hier, alles selbst gemacht. Sogenannte Hausmannskost. Mhm. Ich bin spezialisiert, das ganze Jahr über gibt es hier nur Wildschwein. Wildschwein aus der Region Wildschwein, ah, oder Oryzforelle aus dem Tal unten. Mensch, das ist ja toll. Ja, ich freue mich über neue Gäste, finde das immer schön. Eine Empfehlung noch, wir sind eine Erlebnisgastronomie, das heißt, wir haben manchmal auch geschlossene Anlässe für Gruppen und so, Feste, Hochzeiten, weißt du was. Ich empfehle Gästen, dich kurz vorher auf der Webseite zu informieren über die genauen Öffnungszeiten in der Woche. Ich kann dir nur sagen, also vielen, vielen Dank für die tolle Führung. Also ich sehe Komposition, die Bilder sind ja eigentlich auch alle eine Komposition. Ja. Und wenn hier auf dem Teller auch noch eine Komposition gemacht wird, also ich war ja hier noch nie essen, aber das ist vielleicht eine gute Idee, dass ich mal hierher komme Das und das mal teste. Ja. Also vielen Dank und ich Danke. hoffe, Zuschauer, ich hoffe, euch hat das hier auch gefallen. Also ich fand es ziemlich lehrreich. Ich habe einiges gelernt und fand es auch schön, was ich hier gesehen habe. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.